Hallo zusammen, wir befassen uns heute wieder mit Inlays, damit wir solche Stücke anfertigen können. Es gibt neue Funktionen und leider traurige Erkenntnisse. Wir starten mit etwas Theorie. Wir sehen hier ein ganz einfaches Modell, einen Basiskörper und das Inlay. Das Inlay, wie sollte es auch anders sein, passt natürlich perfekt in das Basiselement. Wir wollen aber, dass nicht diese steile Wand auf diese steile Wand hier wirkt, sondern wir wollen eine Schräge. Ich denke, die Vorteile von so einer Schräge sind klar. Beim Schleifen bleiben diese Elemente immer im Eingriff. Wobei hier, wenn das Inlay-Stück, wenn diese Wand hier mal ein bisschen schrumpfen sollte, ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber da würde sofort eine Lücke entstehen. Und da kann man es runterschleifen bis hier an den Boden. Die Lücke bleibt. Deswegen ist diese Schräge immer besser. Außen kann man mit so einem Gravierstichel feine so Details ausarbeiten. Okay, bleiben wir jetzt mal beim Inlay. Das Inlay muss ja mit einem Stichel bearbeitet werden. Das ist jetzt hier in Gelb. Und wir können sehen, als Bezugspunkt, auch später für die Fertigung, beziehen wir uns immer auf diesen Punkt, beziehungsweise diese Kante. Das ist wichtig, sowohl beim Inlay als auch beim Basiskörper. Das hier, genau diese Kante hier, ist wirklich entscheidend. Und ab diesem Punkt kann man sehen, müssen wir etwas hinzufügen, nämlich das hier. Und das, was sich hier überschneidet zwischen dem Gelben und dem Roten, das muss weggenommen werden. Das muss beim Inlay gemacht werden. Man kann natürlich auch das Ganze auch mit dem Schaftfräser vorher ausarbeiten. Da kann man mit dem Schaftfräser auch schön dran fahren, bis zu dem Punkt, also dem hier, wo wir was hinzufügen müssen. Das ist der Schaftfräser. Ich erkläre das so genau, weil wir das später hier in der Excel-Liste genau definieren müssen. Beziehungsweise uns die Excel sagt, was wir da genau machen dürfen. Okay, jetzt zum Basiselement. Da ist es ähnlich. Wir haben natürlich wieder unseren Gravierstichel. Als Bezugspunkt wieder diesen Punkt hier, oder beziehungsweise diese Kante. Und bei dem Basiselement muss nichts hinzugefügt werden. Das heißt, wir können einfach sagen, hier gravier mir ab diesem Punkt alles runter. Und dann entstehen im Prinzip, ich blende einfach mal das Inlay, glaube ich, besser aus. Oder ne, kann drin bleiben. Aber den Stichel blende ich aus, genau. Und das hier muss dann hinzugefügt werden. Und das arbeitet natürlich unseren Stichel aus. Wieso das Ganze aus zwei Dreiecken besteht, ist es nämlich so, bei der Excel definieren wir einen Abstand zwischen, das Inlay, ich merke gerade, das Inlay stand schon richtig. Wir definieren einen Abstand von dieser Fläche zu dieser Fläche, diese 3 mm, und definieren einen Abstand zwischen dieser Fläche und dieser Fläche. Das sind die 3,1 mm. Und jetzt ist es so, das Inlay gesehen zu dieser Fläche schwebt doch eh. Deswegen können wir dieses kleine Dreieck, ich nenne es immer graues Dreieck, können wir dieses graue Dreieck ebenfalls wegnehmen. Und zwar mit dem Schaftfräser. Das heißt, wir können mit dem Schaftfräser bis zu dem Punkt fahren, wo eigentlich die Schräge beginnt. Natürlich könnte man den Schaftfräser, das wollte ich nicht, ich wollte nämlich das hier. Natürlich kann man den Schaftfräser auch bis zu dem Punkt hier fahren lassen. Aber das ist nicht nötig, da kann man auch ruhig komplett dran fahren, weil wie gesagt, das hier ist eh in der Luft. Und dann, nachdem der Schaftfräser durchgefahren ist, sieht es ja,
Quatsch, so aus, weil der Schaftfräser das ja uns schön ausarbeitet hat. Und dann kommt unser Stichel. Und unser Stichel bearbeitet dann nur diese Flanke hier. Und das ist eigentlich der ganze Prozess, wie das gemacht wird. So. Das sind die Einstellungen. Und jetzt gehen wir gerade mal zu Excel rüber. Zuvor noch ein bisschen was in eigener Sache. Wenn ihr vielleicht eure Anerkennung zeigen möchtet in Form einer Spende, würde ich mich sehr freuen. Okay, die meisten kennen das schon. Da gibt es ja so einen Vorschubsrechner. Dann gibt es hier diesen Inlay-Rechner, diesen Offsets-Rechner. Und wer diese Excel-Liste haben möchte, soll mich einfach anschreiben und dann antworte ich mit dem Link zu der Excel-Liste. Starten wir jetzt einfach mal mit diesem Inlay-Rechner. Ich muss dazu sagen, es sieht im ersten Moment vielleicht ein bisschen viel aus. Aber wenn ihr das 2-3 Mal gemacht habt, habt ihr sofort verstanden, was für eine Mathematik dahinter steckt. Und da entwickelt man auch so ein Gefühl dafür. Und diese 3 Werte unterstützen auch ein bisschen dabei. Grün sind die Felder, die auszufüllen sind. Das ist die Eingabe. Rot die Ausgabe. Und in diesem Bereich hier sind wir in der Konstruktion. Also da machen wir uns einfach im Vorfeld schon Gedanken. Und das hier unten ist die Fertigung. Da gehe ich erst, ich glaube, in der Fertigung ein, sonst wird es vielleicht doch ein bisschen viel für den Anfang. So, wir müssen als allererstes die Female-Dicke angeben. Hier jetzt mal 5 mm. Dann müssen wir sagen, die Trägerplatte, also das, was wir eigentlich später wieder wegschleifen oder abplanen, 1 mm. Dann den Abstand, und zwar zwischen dieser Fläche, ich kann es vielleicht nochmal in Fusion zeigen, also zwischen dieser und dieser Fläche. Das ist das hier. Eingabeabstand zwischen den Platten oben und unten. Was soll man da unten haben? Ich muss dazu sagen, diese Werte hier, die könnte man so eigentlich nicht fertigen. Wieso das so ist, erkläre ich später. Aber das ist nicht praxisnah. Das habe ich jetzt nur gemacht, um alles schön zu zeigen. Ich sag mal, gängig wäre hier so, ja, ich sag mal 2 mm. 2 mm. Zu der Warnmeldung, die jetzt aufpoppt, zeige ich später was dazu. Trägerplatte mache ich so 0,7. Unten 0,3 und oben ja auch so 0,3. Das sind so gängige Werte. Wir bleiben einfach mal dabei. Ich habe es gerade schon gesehen, wenn man hier eine falsche Eingabe macht, wenn man einfach sagt, okay, ich will hier unten 5 mm, dann sagt er gleich, nein, das ist so nicht möglich. Und ich sag mal, das sieht man auch sofort visuell, der warnt ein, Achtung, so wie du das dir gerade vorstellst, funktioniert das nicht. Deswegen machen wir mal wieder realistische Werte. Und jetzt gibt es hier ein paar Ausgaben. Er sagt zum einen, ich habe hier die Gesamthöhe vom Inlay. Bei mir ist es so, ich habe in der Regel ein Starkfurnier, so 4,1, 4,5 mm. Und da würde ich jetzt einfach so ein bisschen mit den Werten spielen. Okay, die Trägerplatte mache ich ein bisschen dicker, vielleicht hier oben ein bisschen 0,5, vielleicht auch eine, das muss ich verkleinern. Ja, jetzt haben wir schon 4 mm, sieht eigentlich ganz gut aus. Hier, genau. Wir haben hier die Gesamthöhe von dem Inlay, also von dem Inlay-Stück. Sowohl Trägerplatte als auch die Buchstaben. Und das wird hier angezeigt. Was haben wir hier als Wandhöhe? Mailseite. Also man könnte auch sagen Buchstaben oder Figurenhöhe. Das ist das hier, 2,3 mm. Aber das sind so ein bisschen nice-to-have-Informationen. Wirklich wichtig sind die hier. Und zwar, man sieht schon, rot, diese Flanke. Diese Flanke ist ja im Eingriff zwischen den Platten. Und diesen Wert wollen wir natürlich möglichst hoch halten, denn wir wollen, dass die Fläche möglichst hoch ist, damit die beiden Stücke möglichst viel Fläche haben zum Ineinandergreifen. Da steht auch hier Ausgabe, Kontaktlänge, Hypotenuse. Also wirklich die Diagonale gemessen. Und hier haben wir 1,8 mm, die sich berühren in der diagonalen Länge. Dieser Wert hier ist ganz wichtig. Und zwar,
Werkzeug im Eingriff Female. Ich zeige gleich in Fusion, was damit gemeint ist. Das hier sagt eigentlich aus, was für einen Durchmesser wird das Werkzeug an der tiefsten Stelle haben. Und zwar, ich zeige das jetzt einfach mal, wenn das Werkzeug so, also das ist ja hier mein Klavierstichel, und wenn das so das Inlay bearbeitet, ich kann es auch vielleicht mal richtig rumdrehen, weil eigentlich arbeiten wir ja so rum. Wenn der Stichel das so bearbeitet, dann ist ja das hier die Wandhöhe, nämlich das hier, die 2,3 mm. Und wenn das Werkzeug hier im Eingriff ist, haben wir oben, das ist von diesem bis zu diesem Punkt, einen Durchmesser von 2,6 mm. Und das muss man sich einfach bewusst machen. Das heißt, habe ich ein Stück, das, ich sag mal wie hier, eine sehr scharfe Ecke hat oder vielleicht sogar noch schlimmer, also wenn die Ecke noch schärfer ist, muss ich mir einfach bewusst machen, dass mein Werkzeug in dieser Konstellation einen Durchmesser von, also jetzt hier zum Beispiel, 1,23 mm hat. Und mit einem Werkzeug, das 1,23 mm breit ist, kommt man hier nicht rein. Deswegen bleibt sowas stehen. Und das muss man sich einfach bewusst machen. Jetzt denken viele wahrscheinlich, ja, das kann man mit der Carve-Option wegmachen. Kann man leider nicht, aber das erkläre ich später. Und genau dasselbe hier unten bei dem Mailstück. Natürlich, jetzt überspitze ich so ein bisschen, kann man sagen, ja, mein Inlay mache ich möglichst dick. Also ich möchte, dass wirklich sehr viel Fläche da aufeinander wirkt. Ich habe hier eine 10 mm Wandhöhe. Meine Trägerplatte machen wir 5 mm. Ich habe einen Abstand oben 2 mm, unten auch 2 mm. Dann sagt er, okay, dein Inlay ist insgesamt 15 mm dick. Die Kontaktfläche ist 8 mm, das natürlich super ist. Und ich will das Ganze mit einem 45 Grad Winkel bearbeiten. Dann ist das Werkzeug, um diese ganze Wandhöhe zu bearbeiten, an der dicksten Stelle 20 mm. Und ihr könnt euch vorstellen, mit 20 mm, da kommen wir nirgendwo mehr rein. Das heißt, da sind irgendwo so Grenzen gesetzt, einfach mechanisch. Weil mit einem Stichel, einem 45 Grad Stichel, also 90 Grad in Summe, da kommen wir nirgendwo einfach mehr rein. Und das habe ich gemeint mit ein Gefühl bekommen. Irgendwann werdet ihr einfach hier so ein paar Werte sehen und sagen, jo, passt oder das passt nicht, das weiß ich jetzt schon. Und deswegen so, auch für euch, so machen wir 2 mm. Oder eigentlich kann ich ja gleich zurückspringen. Hier diese 2 mm und so 1,5 bis 1,8 mm im Eingriff ist wirklich völlig ausreichend. Wir haben immerhin eine 2 mm Wandhöhe. So viel schleift man nicht drunter. Und wenn man so viel schleifen muss, hat man was falsch gemacht. Das Werkzeug hat an der dicksten Stelle 1 mm im Durchmesser. Man könnte sogar auf 10 Grad runtergehen. Dann ist es nur noch 0,7. Man merkt auch gleich, was das ausmacht. Was der Winkel von dem Klavierstichel ausmacht. Es verändert auch so ein bisschen die Kontaktlänge, ist ja klar, der Winkel verändert, aber nur ja, geringfügig. Wenn man jetzt so guckt, da passiert nicht so viel. Aber hier passiert halt sehr viel. Okay, jetzt habe ich schon wieder sehr viel gesagt, sehr viel gebabbelt. Es gibt hier mehrere Werte. Und zwar kann man hier sehen, unser Klavierstichel will von dem Inlay oben, also das Stück oben, will er 0,509 mm wegnehmen. Und dieser Wert hier, achso, ich muss erstmal die Werte wie aus Fusion jetzt wieder eingeben, sonst funktioniert das alles nicht. Okay, das sind ja die Werte. Und wir wollen natürlich das Inlay-Stück erstmal bearbeiten. Und jetzt kann man sehen, Aufmaß für Klavieroperation ins Inlay. Und das sind hier diese 0,509. Also das ist der Wert, der sagt, da wird später dein Stichel reinfahren. Genau, also das wird er später wegnehmen. Und unten müssen wir natürlich ein bisschen was stehen lassen. Das ist ja das, was hinzukommt. Auf dieser Flanke hier, werden ja später die zwei Flächen sich berühren.
Und unten müssen wir 0,804 mm wegbleiben. Dabei spielt es keine Rolle, ob wir diesen Punkt auswählen oder diesen. Weil er sagt einfach, okay, von diesem zu diesem Punkt, also diese Fläche hier, kann man auch so sehen, das spielt keine Rolle. Also wir müssen 0,804 mm wegbleiben. 0,804 mm bleiben wir weg. Und dabei spielt es keine Rolle, ob wir das mit dem Schaftfräser machen oder mit dem Klavierstichel. Ich habe das hier zwar getrennt, aber nur damit es einfach keine Ungewissheit gibt. Was darf ich im Schaftfräser, was darf ich im Stichel, macht Stichel was aus? Nein, es macht keinen Unterschied, kann man auch hier sehen. Das Aufmaß ist völlig identisch. Das war das Inlay. Jetzt kommen wir zum Female-Stück oder zum Basisstück. Da sieht es ein bisschen anders aus. Da blende ich am besten, da blende ich einfach mal das hier ein. Blende hier meinen Stichel aus. So. Hier ist es übrigens ähnlich. Hier sehen wir einen Wert. Das ist, was ich gemeint habe, wieder mit dem Eingriff. Also wir sind hier 2,679, 2,68 wird jetzt gerundet im Eingriff. Das heißt, das Werkzeug hat bei dieser Konstellation oben, dann ist er, ich hoffe, es ist verständlich, dass es 2,679 Durchmesser hat. Also einen Durchmesser von 2,679 mm. Das muss ich einfach bewusst machen später, wenn man ihn ganz scharf ecken möchte. Okay. Das Werkzeug, da müssen wir ein bisschen unterscheiden zwischen Klavierstichel und Schaftfräser. Und hier gibt es nochmal eine Eingabe. Ist dein Klavierstichel ein Schaftfräser? Jetzt sagen wir ja. Wir arbeiten hier mit einem Klavierstichel, der unten so eine abgeflachte Spitze hat. Deswegen ist das auch gleichzeitig ein Klavierstichel. Und dann sagt die Excel, okay, du musst mit deinem Klavierstichel, was ja in dem Fall ein Schaftfräser ist, 1,34 mm wegbleiben. Hier sehen wir es. 1,34 mm müssen wir wegbleiben, wenn wir mit dem Klavierstichel arbeiten. Und später bei der in der Regel K-Funktion oder Konturfunktion arbeiten wir mit dem Stichel und das ist, kann man sehen, auch wieder identisch. Jetzt sagen wir nein. Ich habe einen ganz normalen Schaftfräser und möchte das vorher einfach großflächiger schrubben. Und deswegen will ich es mit einem normalen Schaftfräser erstmal ausarbeiten. Jetzt kann man sehen, ich habe das ja vorhin schon mal erwähnt, da gibt es hier das Stück, das wir hinzufügen müssen. Das ist ja dieser Abstand hier. Und das kleine graue Dreieck. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den Schaftfräser einblende. Doch, den kann ich einblenden. Wenn mein Schaftfräser, wenn man sich dafür entscheidet, das kleine Dreieck hier, das kleine graue Dreieck, da das Inlay nicht so weit runterkommt, wegzunehmen, dann muss man den Schaftfräser hier Aufmaß radial ohne Dreieck 0,509. Ich glaube, das müsste, kann ich das irgendwie eleganter zeigen? Ah ja, genau, Skizzenbemaßung. Kann man sehen, das hier muss mein Schaftfräser wegbleiben, um das kleine Dreieck wegzunehmen, aber gleichzeitig genug stehen zu lassen, damit mein Klavierstichel, damit mein Klavierstichel noch genug Material hat, um so eine Flanke zu erzeugen. Ich gebe zu, ich wiederhole mich ab und an, aber einfach um das ganze Thema bis ins Kleinste zu beschreiben. So, wie möchte man das kleine Dreieck stehen lassen? Also will man den Schaftfräser komplett mit dem radialen Aufmaß fahren, damit auch das kleine Dreieck stehen bleibt, warum auch immer. Da muss man halt diesen Wert hier wegbleiben, die 1,34 mm. Genau, aber ich muss sagen, ich habe das noch nie gemacht. Ich nehme das kleine Dreieck, schruppe ich immer weg. Das heißt, beim Schaftfräser würde ich das hier als radiales Aufmaß nehmen und beim Klavierstichel später das hier. Das war jetzt mal die Theorie. Und jetzt kommen wir zur
Praxis und den Härtefällen. Okay, kommen wir zu dem ersten Praxisbeispiel. Wir haben hier den Buchstabe A und ich habe noch zusätzlich so 2 Zacken hinzugefügt, um einfach schärfere Winkel zu erzeugen. Das ist unser Modell. Jetzt gucken wir uns kurz mal die Einstellungen zusammen an. Ich habe hier eine Female-Höhe von 4,3 mm. Übrigens mache ich das immer so. Ich mache immer einen Screenshot dazu, dann weiß ich einfach, was für Einstellungen ich verwendet habe. Und wenn es schief gelaufen ist, dann kann man auch gucken, wieso. Und wenn es gut gelaufen ist, kann man das ja mal merken und einfach sagen, für die Zukunft, aha, ich bleibe dabei. Die Trägerplatte 1,5 mm, oben 2 mm, unten 2,3 mm. Das heißt, die Flanke ist 2 mm im Eingriff. Und das Werkzeug hat einen Durchmesser an der höchsten Stelle, ich habe es ja vorhin gezeigt, 1 mm. Das sind wirklich sehr, sehr gute Werte. Wirklich sehr, sehr gut. Wenn man hier so 2 bis 3 mm, es kommt immer auf den Anwendungsfall an. Wenn man natürlich dieser Buchstabe hier 500 x 500 mm groß wird, klar, kann natürlich mit den Werten ein bisschen größer werden, sogar viel größer. Wenn der Buchstabe ganz, ganz klein ist, ich weiß nicht, was ich jetzt hier habe, 50 mm, dann dafür ist es wirklich sehr, sehr gut. Wenn es noch kleiner wird, muss man natürlich auch die Werte hier alle reduzieren. Das kommt immer auf den Anwendungsfall an. Okay. Das sind meine Werte. Und jetzt kann man sehen, ich habe hier ein bisschen was gemacht. Und zwar habe ich hier eine Phase gemacht bei dem Main-Stück. Wieso mache ich jetzt eine Phase dran? Das Problem ist diese K-Funktion. Diese K-Funktion hat leider, ich würde es schon fast als einen Bug bezeichnen, weil die nicht so reagiert wie alle anderen Operationen. Aber ich zeige es einfach mal. Also, zuerst wird geplant. Das ganze Stück wird geplant, dann wird mit die Außenkontur, dann mit Adaptive Clearing wird die ganze Form außenrum so grob freigelegt. Darum soll es ja auch gar nicht gehen. Also es soll ja eigentlich mehr um diese ganze Inlay-Funktion gehen. Auf das da oben will ich eigentlich gar nicht groß eingehen. So, wir sehen hier, ich benutze meinen Klavierstichel. Übrigens, das mache ich jetzt wirklich so. Das sieht man später im Video. Das ist ein 30 Grad Klavierstichel mit einer abgeflachten Spitze von 0,4 mm. Das heißt, ich benutze den Stichel als Schaftfräser. Deswegen kein X. So, und... Oh, Entschuldigung, andersrum. Quatsch, das war ja falsch. Hier hätte ein X reingemusst, so. Und dann wird ja das hier alles ausgegraut. Das Female-Stück oder das Basisstück macht tatsächlich nie Probleme. Das ist die K-Funktion bei dem Inlay-Stück. Man kann sehen, hier wird erstmal die Tasche freigeräumt. Übrigens würde ich immer diese Ansicht hier empfehlen. Blau ist noch was, steht noch was über. Grün ist perfekt und rot, ich habe zu viel weggenommen. So, dann, ja genau, das ist die Tasche. Dann folgt eine Kontur und dann die Klavieroperation. So. Das heißt, das Female-Stück ist jetzt fertig und ist auch wirklich perfekt. Genauso muss es sein. Das, was wir hier unten als blau sehen, das ist in Ordnung, denn wir wollen ja dieses kleine Stück hier hinzufügen und das ist das Blaue. Das heißt, das, was hier jetzt gerade blau ist, ist völlig legitim, so muss es auch sein. Machen wir weiter mit dem Inlay-Stück, mit dem Mail-Stück. Zuerst wieder eine Tasche. So räumen wir alles nochmal so ein bisschen frei. Dann wieder eine Tasche. So, ich möchte nämlich gleich auf was hinaus, deswegen habe ich jetzt Angst, ein bisschen zu schnell zu werden. So, jetzt haben wir eine Konturoperation. Jetzt fahren wir einfach einmal ringsherum das Ganze ab. Und jetzt kann man sehen, die Darstellung ist nicht ganz so gut, muss ich tatsächlich zugeben. Okay, hier können wir sehen, da ist noch ganz schön viel in den Ecken. Und ganz besonders schlimm ist das hier. Diesen Buchstabe hier werdet ihr nicht hier reinkriegen, weil diese Spitze ist sehr spitz, also ist ja perfekt ausgearbeitet
und hier nicht. Das heißt, das müssen wir nochmal freiräumen. Und das ist das, was ich gemeint habe mit diesem Wert hier. Wäre der kleiner, würde das Werkzeug besser hier reinkommen. Und das erreicht man nur, indem man die Buchstabenhöhe reduziert. So, dann machen wir weiter. Wir haben hier eine Klavieroperation. Ich habe bewusst dran geschrieben, falsch. Und wieso die falsch ist, zeige ich auch gleich. Wir berühren das Bauteil gar nicht. Wir haben hier einen Abstand. Und das merken wir uns kurz. Wir gehen gleich auf die Operationen ein und dann erkläre ich auch, wieso das so ist. Jetzt machen wir mal weiter und sagen Klavierstichel, Phase 2 mm. Also wir haben jetzt hier diese 2 mm Operation. Und jetzt können wir sehen, die Ecke wird super schön ausgearbeitet. Genau so muss das sein. Zack, zack, die Ecken, super. So, auch diese Ecke hier, perfekt. Genau so muss das sein. Aber jetzt schauen wir uns gerade mal diese Außenecke an. Die wurde kaputt gemacht. Man kann es auch schon sehen, die Fläche wird auch schon rot angezeigt. Die Klavieroperation hat diese Ecke kaputt gemacht. Und diese Außenecke hier auch. Das Ganze mit 4 mm, also wir sind nur halb tief eingefahren, also das, wo die Kontaktfläche ist. Und jetzt bis zum Boden. Und hier ist sogar noch schlimmer. Hier können wir sehen, wie extrem wir diese Ecke kaputt gemacht haben. Und das ist bei allen Außenecken so. Die Innenecken werden alle super ausgearbeitet mit der Klavieroperation und die Außenecken nicht. So, jetzt gucken wir uns gerade noch das Innenstück an. Da ist es ähnlich. Also hier kann man sehen, wie das komplett kaputt gemacht wird. Das heißt, dieses Inlay hier wird Spiel haben, wenn man das einsetzt. Das wird wackeln da drin, wie in dem Intro am Anfang gezeigt. Wieso ist das so? Also, ich denke mal, von hier bis hier ist ja alles klar. Gucken wir uns mal die Klavieroperation an. Wenn man diese Fläche hier nimmt, projiziert Fusion. Jetzt gucken wir uns einfach mal diese Ecke hier an, diese Kante an. Projiziert Fusion diese Kante einfach nach oben und sagt dann, ich will mit dem Werkzeug diese Kante, die jetzt quasi in der Luft sein wird, nur noch berühren und so das Ganze abfahren. Und deswegen ist es in der Luft gefahren. Und hier kann man auch sehen, wie die Ecken kaputt gemacht werden. Da wählt man das hier aus. Und dann fährt Fusion, bestimmt finde ich gleich eine schöne Stelle, fährt Fusion und sagt, ich will diese Kante, die du ausgewählt hast, will ich mit dem Werkzeug berühren. Mir ist völlig egal, was unten passiert, was oben passiert. Ich will einfach diesen Punkt hier als Kontaktfläche. Genau so. Und das ist so ein bisschen das Problem. Nämlich bei dieser Operation hier sieht man es fast noch besser. Ist ja schon vorbei. Genau. Der macht eigentlich genau das, was wir ihm sagen. Nämlich gravier mir das Bauteil und berühre immer mit deinem Stichel diesen Kontaktpunkt hier. Und das hat er gemacht. Aber wie gesagt, er guckt nicht, was da unten passiert und macht deswegen die komplette Ecke kaputt. Das heißt, die Ecke unten bzw. die Kontur unten können wir nicht auswählen, weil dann projiziert es einfach nach oben und fährt die oben ab mit einem Offset. Wählen wir das da oben aus, sagt er, mache ich dir, aber dann mache ich alle Außenecken kaputt. Und leider muss ich jetzt an der Stelle sagen, das war's. Wir holen aus der Software nicht mehr raus. Es ist sehr bedauerlich, ich finde es wirklich schade, dass man bei Fusion nicht sagen kann,
wie mit der Kontur. Bei der Kontur ist ja eigentlich egal, was man auswählt. Man kann es oben auswählen, unten auswählen und dann sagt man einfach nur noch über die Höhe, wo er anfangen soll, wo er aufhören soll. Und das geht ja bei der Carve-Operation leider nicht. Also man sagt ja hier, das, was man auswählt, das fährt er auch ab als Kontaktpunkt. Finde ich persönlich echt schade. Wieso sieht diese Kante hier, ich muss es so zeigen, genau, vermeintlich so bekloppt aus? Denn wir haben ja gesagt, wir wollen ja eigentlich diese 15 Grad. Und doch haben wir, das ist ja nie im Leben 15 Grad. Hier genauso wenig. Das hier können schon durchaus 15 Grad sein. Das Problem ist einfach dieser scharfe Winkel. Wenn man diesen scharfen Winkel, also ich habe einfach mal die zwei Bauteile ineinander gesteckt und dann seitlich wie einen Querschnitt gemacht, wenn man einfach so ein bisschen die Flächen anschauen kann. Das ist jetzt gerade der Buchstabe A unten. Dann kann man sehen, was für komische Zacken hier entstehen. Und hier, oh ne, das wollte ich gar nicht, ich wollte das hier. Kann man sich die ganzen Winkel anschauen. Ja, hier haben wir 15 Grad, aber bei so einem scharfen Winkel haben wir manchmal 46,7 oder hier 75 Grad. Hier, okay, auch 75, 46, 41,4 projiziert diese Ecke. Also ich hoffe, es ist jetzt gerade nicht zu komplex, aber die ganzen Winkel, die dadurch entstehen, hier, die müssen nicht immer 45 Grad haben, je nach Winkel und je nach Modell. Und deswegen entstehen diese seltsamen Geometrien. Also, das ist einfach so. Und leider, wie gesagt, muss man an der Stelle einfach aufhören. Das ist die letzte Operation, die noch in Ordnung ist. Die macht ja nichts, die schwebt ja in der Luft. Und ab hier machen wir das kaputt. Aber hier habe ich ja schon gesagt, hier sieht man es ja schon, bleibt einiges stehen. Deswegen müssen wir uns was anderes überlegen, notgedrungen. Wir müssen runden. Anders geht es leider nicht. Das gleiche Spiel. Ich springe jetzt aber mal ein bisschen nach vorne, weil wir brauchen das alles nicht. Tasche Female brauchen wir nicht. Die Female-Seite ist immer relativ leicht zu bearbeiten. Dadurch, dass wir nur was wegnehmen müssen und nicht etwas künstlich hinzufügen müssen, können wir bei der Carve-Operation einfach diese Ecke hier, diese Kante hier auswählen. Und deswegen passt es immer. Kann man auch gleich sehen. Das ist noch die Tasche, die Kontur und jetzt ist die Gravieroperation. Und die arbeitet natürlich alles perfekt aus. Hier nochmal die Tasche. Und jetzt die Konturoperation. Wir können sehen, das komplette Bauteil ist perfekt ausgefertigt. Und das empfehle ich euch auch. Also erstellt ein Modell, ein Setup, fertigt das Ganze und macht im Vergleich, schaut euch im Vergleich das Modell an. So, wenn hier im Eck ein bisschen was ist, das ist nicht ganz so schlimm, das verpresst sich ein bisschen. Holz ist ja da sehr nachgiebig, was das angeht. Aber es sollte schon im Großen passen. Man hat ja vorhin gesehen, hier stand noch sehr viel übrig, das darf nicht passieren. Und da wir alles so schön gerundet haben, können wir auch mit der Gravieroperation arbeiten. Denn wir haben nicht diesen seltsamen Winkel. Und deswegen machen wir auch nichts kaputt. Dieses Modell hier können wir jetzt fräsen. Das machen wir jetzt, schauen wir uns mal das Ganze nochmal an und dann gehen wir die Schritte einzeln durch. Das erste Werkzeug, ein ganz gewöhnlicher Schaftfräser mit 2 geraden Schneiden für die Bearbeitung von Holz.
Das zweite Werkzeug, ein Gravierstichel mit einem Winkel von 30 Grad. Und wie bereits erwähnt, einer abgeflachten Spitze von 0,4 mm. Die Maschine ist fertig. Das Ganze wurde aus Multiplex gemacht. Auch wenn das gar nicht gewollt war, kann man jetzt schön sehen, wie diese unterste bzw. diese erste Lage so richtig schön ineinander greift. Mit etwas Druck verkeilen sich diese zwei Körper so fest ineinander, dass man sogar mit einem gewissen Kraftaufwand wieder trennen muss. Also kann man sagen, diese zwei Körper greifen wirklich sehr, sehr schön ineinander. Und wenn man alles richtig gemacht hat, sieht das so aus. Auch hier sitzt das Inlay absolut perfekt drin. Mit leichtem Kraftaufwand verkeilen sich diese zwei Körper so fest ineinander, dass man sie kaum noch trennen kann. Absolut perfekt. Soviel zur Theorie. Wie genau gehen wir jetzt eigentlich in der Praxis vor? Also ich für meinen Teil muss sagen, als allererstes zeichne ich mein Objekt. Also keine Ahnung, Schneidebrett oder ähnliches. Denke mir schon mal die Maße aus oder zeichne das Ganze. Ich hätte jetzt hier so ein Brett mit 100 x 50 mm und es hat eine Stärke von 18 mm. Obwohl ich dazu sagen muss, in der Zeichnung ist eigentlich die Stärke egal. Aber nur beim Female-Stück. So, da platziere ich jetzt meinen Text. Ich habe jetzt bewusst Areal gewählt, damit es diese scharfen Ecken hat. Sowohl Innen- als auch Außenecken. Und projiziere das schon mal rein. Die Tiefe machen wir später. So, dann schaue ich mir das Ganze mal so an und schaue mir jetzt auch schon die ersten Maße an. Also wirklich, was habe ich denn? Ich halte die Steuerungstaste von hier nach hier. Okay, 3 mm, 3 mm. Jupp, sieht ganz gut aus. Und mit diesem Bild vor Augen öffne ich jetzt meine Excel-Liste. So. Und da ist es so, da mache ich mir schon mal Gedanken. Ich habe es ja schon mal erwähnt, mehr als 2 mm Female-Höhe braucht man eigentlich nicht, weil wer schleift so viel runter? Also 2 mm finde ich ganz gut als Female-Höhe. Dann ist es so, dass das Male-Stück definiert ja eigentlich, sagt er uns das Material. Ich habe ein 4 mm Starkfurnier. Das heißt, ich will unten, sage ich jetzt einfach mal 0,5 oder machen wir mal 0,7. Ich will oben, also hier, kann man eigentlich auch 0,7 machen. Später will ich 0,8 mm abplanen. Übrigens würde ich empfehlen, immer abplanen, damit einfach die Flächen sauber greifen. So, das heißt, ich muss jetzt hier auf 3,2 kommen. So, 3,2, das heißt, meine Trägerplatte wird 1,2 mm stark. Und jetzt schaue ich mir mal an, was ich da gerade gemacht habe. Achso, ich will natürlich einen 45 Grad Fräser. Die Wandhöhe wird 2 mm betragen. Das ist gut. Hier die Flanke, also im Eingriff, sind 1,8 mm. Das finde ich auch sehr gut. Das Problem ist aber, mein Gravierstichel hat einen 4 mm Radius, um diese Wandhöhe zu machen. Und das geht einfach nicht. Gucken wir doch jetzt einfach mal, was so ein 50 ist das, was ich habe. 20 Grad Fräser, ja, 1,5, da kommen wir schon sehr nahe hin. Das finde ich schon eigentlich ganz gut hier. Und ich bleibe aber bei 15 Grad. Da hat das Werkzeug 1 mm. Das finde ich sehr gut. Das gefällt mir. Nein, ich will nicht meinen Gravierstichel als Schaftfräser nutzen. Und das ist das Ergebnis. So, ich schiebe das jetzt einfach mal auf die Seite. Ich
Ich habe den Luxus, hier mit 2 Monitoren arbeiten zu können. Okay, das heißt, ich habe jetzt hier die 2 mm, wie jetzt aus der Excel-Liste. Ich muss mal kurz hinzoomen. So, ich habe jetzt 2 mm. Das extrudiere ich hinein. Dann, habe ich ja schon erwähnt, müssen diese Ecken hier angefasst werden. Das mache ich hier mit dieser Rundenfunktion. Klicke auf Runden und klicke die Ecken an. Und ja, man muss sie alle einzeln anklicken. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Da kann man jetzt auch schon runden. Leider kann man nicht auf diese Fläche klicken, weil er dann immer nur so runden würde. Okay, jetzt machen wir es einmal rückgängig. Ich glaube, ich habe jetzt zu viel rückgängig gemacht. Ja. Als nächstes machen wir diese Rundung. Ich habe jetzt 1 mm gerundet. Das finde ich ganz gut. Und wie gesagt, macht euch nichts vor. Nur weil jeder will scharfe Ecken haben, aber der Fräser kommt da eh nichts rein. Das heißt, das Einzige, was ihr macht, ihr belügt euch eigentlich selber. Weil in der Fertigung später, wenn der Fräser hier wirklich durcharbeitet, werdet ihr sehen, da entsteht automatisch eine Rundung. Und wenn ihr das so macht, habt ihr einfach die Gewissheit, dass beides schön ineinander passt. Das heißt, auch in der Theorie stimmt schon alles. Wie gesagt, belügt euch nicht selber. Diese Rundung entsteht von alleine. Aber klar, wahrscheinlich ein bisschen weniger wie 1 mm. Aber ich habe es ja auch schon erwähnt. Es ist nur so, das platzt hier ganz gerne weg. Besonders beim Mehlstück. Deswegen rundet es ein bisschen. Das fällt niemandem auf. Okay. Aber ich muss natürlich sagen, das gefällt mir natürlich auch besser. Nur das ist nicht praxisnah. Besonders hier nicht, wenn ich mir das Eck jetzt hier angucke. Da kommt ja niemals rein. Okay. Wir runden das Ganze mit 1 mm. Dann klicken wir diese Fläche hier an, sagen extrudieren. Das habe ich hier mit dieser Funktion gemacht. Und sage 2 mm. Denn das hat ja vorhin der Excel ausgespuckt, dass man 2 mm Wandhöhe braucht. Aber ich sage hier neue Körper. Dann schiebe ich das Ganze einfach nach oben, also raus aus diesem Inlay. Dann sage ich eine neue Skizze. Hier könnt ihr euer, wie heißt das nochmal? Die Trägerplatte. Hier könnt ihr die Trägerplatte definieren. Und wie in der Excel-Liste auch die 1,2 mm. Das wird ja unsere Trägerplatte. So, übrigens, merkt euch, das muss spiegelverkehrt sein. Jetzt haben wir hier gesehen, ich zeige das zum besten ab. Hier gibt es noch was. Aufmaß für Gravieroperation ins Inlay. 0,348, 75 Grad. Das heißt, wir klicken Phase an, wenn ich es finde. Na, wo ist denn die Phase? Können einfach so auf den Körper klicken. Ja, jetzt habe ich mich verklickt. Na, das gibt es auch nicht. Können so auf die Oberseite von dem Körper klicken. Sagen Abstand und Winkel. Also 0,348 und 75 Grad. So. Ich mache das gerade wieder rückgängig, weil ich das schon gemacht habe. Jetzt springe ich einfach nach vorne. Und hier kann man das sehen, 0,402. Hä? Dann habe ich wohl mit irgendeinem Wert nochmal gespielt. Dann ändern wir es einfach. 0,348. Ich frage mich aber gerade, welchen Wert ich da eigentlich verändert habe. Na egal. So sieht das Ganze aus. Das heißt, wir haben das Inlay definiert, das Female-Stück schön definiert. Und so gehen wir jetzt in die Fertigung. Wir erstellen ein Setup. Na, ich wollte eigentlich mit dem Female-Stück anfangen. Wir erstellen ein Setup, wie das funktioniert. Hä, wieso springt denn der jetzt? Ach, wir erstellen ein Setup. Wie genau das funktioniert, darauf will ich jetzt nicht eingehen. Ich glaube, das Video ist eh schon viel zu lang.
Rohteil, ob ihr abladen wollt. Also ich mache das immer, das empfehle ich euch jedem. Hier ist Rohteilversatz von oben 1 mm. Dann planen wir mit 1 mm. Achtet nicht auf diese Werte bitte. Man sieht hier schon 6000 mm. Da habe ich einfach irgendwas eingegeben. Also darum soll es ja auch hier nicht gehen. Die Geometrie habe ich nichts gemacht. Dann nimmt er ja automatisch das Rohteil. Die Höhen, Rohteil Oberkante bis Unterkante, Rohteil Oberkante bis Modelloberkante. Ja, und hier ein bisschen was verändert. Also Hauptsache, dass es mir schön plant. Man kann ja auch einen schönen Planfräser nehmen, anstatt so einen Schaftfräser. So, jetzt ist es interessant. Also, wir rufen Adaptive Clearing auf. Hier, Adaptive Clearing. Ein Schaftfräser, wie gesagt, die Werte, die stimmen nicht, das interessiert uns nicht. Als Geometrie wählen wir die Fläche unten aus. Sagen Höhe, Rohteil Oberkante bis Auswahl Kontur, also Standard, habe ich nichts verändert. Auch komplett Standard. So, wichtig ist nur das hier, Rohteilaufmaß. Laut Excel sollten wir 0,348 eingeben. Also 0,3348 plus 0,15. Denn ich will, dass mir ein bisschen was stehen lässt. Also dieser Schubschlichtgang. Sagen wir okay. Und es passiert nichts. Der Fräser ist einfach zu groß, um da reinzufahren. Macht nichts. Wir machen einfach weiter. Wir gehen hier in die Tasche. Nochmal die gleiche, eine Taschenoperation. Diesmal jetzt schon unser Gravierstichel. Also 15 Grad. Also 15 Grad die eine Flanke, 30 in Summe. Ein 4 mm Schaft und unten hat er eine flache Spitze von 0,4 mm. Ich glaube, hier stimmen sogar die Schnittdaten, aber keine Garantie. Geometrie die gleiche. Höhe auch unverändert. Durchgänge. Da müssen wir jetzt sagen, ja, unser Gravierstichel ist doch ein Schaftfräser, weil wir hätten es nicht gedacht, aber es ist halt so, der Schaftfräser kommt da nicht rein. Also 0,536. 0,536 plus 0,15. Weil wie gesagt, ich will ja was stehen lassen für diesen Schubschlichtgang. Hier kann man sehen, da ist noch ein bisschen was stehen geblieben. So, sieht ja schon ganz gut aus. Dann die Gravieroperation. Und da ist es ganz, ganz wichtig, oben anklicken. Oben anklicken und sagen Modelloberkante bis Modelloberkante minus 2. Und das haben wir ja in der Excel vorgegeben. Und ja, bei der Gravieroperation kann man ja eigentlich gar nichts angeben. Sagen okay und so sieht das Ganze dann aus. Wir klicken auf das Setup, sagen mit der Maschine simulieren. Ganz wichtig, Vergleich und springen ganz nach hinten. Macht beim Female-Stück aber wenig Sinn, denn beim Female-Stück können wir was hinzufügen. Nämlich von hier unten bis ganz nach oben. Jetzt sieht man, hier ist es schon grün, also, das kann man gar nicht sehen, hier ist ja die Legende. Grün heißt ja eigentlich, das ist genau auf dem Modell. Nur ist es so, es ist einfach ein Rechenfehler. Vielleicht, wenn ich hier mit der Kalkulation runtergehe. Ah ja, genau. Stimmt. So, jetzt haben wir es. Jetzt zeigt das richtig. Genau so sieht es aus. Das gefällt uns sehr gut. Machen wir weiter mit dem Mailstück. Das Modell hat ja komplett in Summe 3 mm, glaube ich, oder was? 3,2? 3,2 mm. Deswegen gebe ich 0,8 oben dazu, weil es ja 4 mm stark von hier ist. Aber wie gesagt, das mit diesen Setups, ich glaube, das können wir mittlerweile. Wir planen wieder. Alles unverändert, einfach kopiert von einem Female-Stück. Wir planen das erstmal runter, diese 0,8 mm. Dann Adaptive. Das gleiche Werkzeug. Als Geometrie wählen wir das hier aus. Bei den Durchgängen, Excel sagt 0,188 plus 0,15 wegen diesem, wie gesagt, Schubschlichtgang. Irgendwas stimmt hier nicht mit der Einfahrt, aber das ist jetzt mal egal, darum soll es ja nicht gehen. Wieder eine Tasche.
Das gleiche Werkzeug, also wieder dieser Gravierstichel von vorhin. Aber ganz wichtig, Restmaterialbearbeitung. Jetzt steht hier 8,5. 8,5, das ist so, man kann sich ein bisschen rantasten. Also wir sind ja vorher eigentlich mit einem 6 mm Fräser durchgefahren. Nur ist es so, wenn der Fräser genau hier in der Mitte ist, wir haben ja ein Rohteilaufmaß von 0,15 hier, 0,15 hier. Das heißt, wir müssen schon mal mindestens auf 6,3 gehen, weil das im ungünstigsten Fall passieren kann. Aber irgendwie ist es halt so, dass doch immer was stehen bleibt. Wir können gerade mal gucken. Jetzt rechnet er ein bisschen. Ja, genau. Das habe ich mir schon fast gedacht. Hier ist ein bisschen was stehen geblieben. Das ist so ein bisschen ein Widerspruch. Der Schaftfräser wird hier gerne sein, kann aber nicht, warum auch immer. Und deswegen lässt er es so ein bisschen stehen. Ich habe auch das Gefühl, dass diese Restmaterialbearbeitung nicht ganz sauber ist. Deswegen, man erhöht diesen Wert einfach schrittweise, bis wirklich alles weg ist. Na, bis alles weg ist, was man eigentlich weghaben möchte. Okay, die Tasche haben wir gemacht. Jetzt folgt die Kontur. Ob man die Kontur unten oder oben anklickt, nee, Quatsch, jetzt hätte ich fast was Falsches gesagt. Jetzt muss man unten anklicken, weil ich was zeigen will. Man kann unten anklicken und sagen, Rohteiloberkante bis zur ausgewählten Kontur, muss aber natürlich das Aufmaß dazu machen. So, es ist ja eigentlich 0,188 laut Excel. Ich frage mich wirklich, ach so, ich habe die Trägerplatte verändert, deswegen, und die Abstände unten oben, deswegen hat sich alles verändert jetzt, okay. Genau, also hier diese 0,18, wie das die Excel auch sagt. Ich kann es trotzdem mal kurz zeigen. Hier steht es ja 0,188. Das müssen wir als Aufmaß hinzufügen. Und sieht richtig gut aus. So, ich kann mal was zeigen, und zwar, wir schauen mal, wie gut das hier eigentlich funktioniert. Vielleicht ist das doch ein bisschen zu genau hier. Ja. So sieht das Ganze aus. Und Ausgabe, warte, sollte eigentlich anders aussehen, wenn ich ehrlich bin. 0,43. Dann haben wir hier eine Gesamthöhe von 2 mm. Das ist ein Darstellungsfehler. Wir können es auch so machen, weil ich glaube, dann wird es richtig angezeigt tatsächlich. Die Tasche, Body, so. Ne, machen wir später zum Schluss. Die zweite Kontur. Bei der zweiten Kontur wähle ich jetzt oben aus. Und hier sagen wir Rohteil-Oberkante bis ausgewählte Kontur -2. Aber hier muss ich jetzt kein Rohteilaufmaß hinzufügen. Ist ja klar, weil wir haben ja jetzt schon diese Faser dran gemacht. Wir schauen uns gleich an, die Simulation. Und jetzt machen wir das, was wir eigentlich ungern machen bei einem Positiv. Wir gravieren. Die Gravierposition, ganz wichtig, wir wählen die Kontur oben aus. Und, ich kann es mal wegmachen, wenn ich nur die Buchstaben auswähle, dann macht er das. Er will innen gravieren. Deswegen muss man bei dieser Gravierposition, wenn man so ein Positiv macht, immer den Rahmen nochmal auswählen. Finde ich ein bisschen blöd, aber ist halt so. Dann sagen wir bei den Höhen Modelloberkante bis Modelloberkante -2. Sagen okay. Und jetzt schauen wir uns das Ganze in der Simulation an. Vielleicht begrenze ich es so ein bisschen auf 0,1 mm. Wie gesagt, wieder Vergleich, denn wir wollen ja wissen, ob wir wieder unser Positiv kaputt machen. Genau, wir planen zuerst, dann kommt ja hier Adaptive Clearing mit dem Schaftfräser, dann die Taschenfunktion, hätte man ja auch Adaptive Clearing machen können, mit dem Gravierstichel, also das, wo der Schaftfräser nicht hingekommen ist. Dann folgt hier diese Kontur.
Und genauso muss es ja auch aussehen. Und ganz wichtig, wir gucken uns auch unbedingt die Ecken an, sowohl innen als auch außen. Wir können sehen, hier ist ein bisschen was stehen geblieben. Da ist er mit dieser Konturoperation nicht ganz reingekommen. Okay, und sieht ja ganz gut aus. Das gleiche mit der anderen Auswahl, also hier wird sich nichts ändern. Und jetzt gucken wir uns noch an, was die Gravieroperation macht. Und wie gesagt, Gravieroperation würde ich mir immer angucken, was er macht. Man kann es hier schon sehen, aber es geht leider nicht anders, dass er schon mal diesen Außenrand einmal abfährt. Wir beschleunigen das Ganze. So. Und gucken, okay, der fährt diesen Körper ab und macht uns nichts kaputt. Und das ist nur so, hier kann man sehen, da steht noch was und jetzt ist es weg. Und hier alle Außenecken sind noch intakt, sowohl innen als auch außen. Und das ist nur so, weil wir gerundet haben. Und genau so können wir jetzt fertigen. Okay, wir sind jetzt am Ende. Ich habe jetzt sehr, sehr viel erzählt. Ich hoffe, es war verständlich. Es war auf jeden Fall sehr viel. Ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt. Fusion ist nicht gerade die perfekte Software für ein Inlay. Aber so geht es ganz gut. Ich muss zugeben, so habe ich es jetzt schon ein paar Mal gemacht. Und es funktioniert wirklich so sehr, sehr gut. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was so eure Erfahrungen sind. Ist es zu viel? Was sagt ihr? Oder sollte man da in die 3D-Bearbeitung gehen, um das zu machen? Finde ich persönlich jetzt wieder zu aufwendig. Aber so, was sind so eure Erfahrungen? Das würde mich mal interessieren. Also, ich sag mal Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.